Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute mal was anderes. Heute geht es um ein Motorrad-Review und zwar um diese Mondial HPS 300. Die Maschine habe ich jetzt 4000 Kilometer und ich möchte euch mal so ein paar Sachen erzählen, wie es mir mit der Maschine gegangen ist und ob sich das lohnt, so ein Teil zu kaufen. Die HPS 300 ist tatsächlich eine der wenigen Maschinen, die in der Realität besser aussieht als auf dem Papier bzw. auf dem Foto oder im Internet oder wo auch immer. Wir gucken uns mal die Details an. Die werden einem erstmal so richtig bewusst, wenn man in Realität davor steht. Das ist zum einen hier diese wunderschön geformte Auspuffanlage. Doppelauspuff, ne? Wunderbar in Edelstahl. Dann haben wir hier den schwarzen Motor. Die Motordeckel sind in schwarz lackiert. Hier unten ist das Schauglas für Öl, Öleinflussstutzen. Dann hier dieser Bugspoiler unten in Fahrzeugfarbe, in Silbermetallic. Hier unser wassergekühlter Einspritzmotor. Das ist ein Euro 5 Motor. Einspritzanlage, ABS ist serienmäßig, ist ja jetzt mittlerweile Pflicht. Der Tank, es ist ein Kunststofftank, der eine Blende hat aus Kunststoff. Na, da gibt es halt auch verschiedene Farben. Mir gefällt allerdings hier die silberne Farbe wirklich klasse in der Realität. Dann passende Seitendeckel dazu, das Schloss von der Sitzbank. Dann eine sehr, sehr elegante Sitzbank. Schön spitz. Scrambler Cafe Racer Optik, die tatsächlich auch sehr bequem ist. Natürlich ist sie sehr kurz, das heißt, man kann zu zweit, man kann damit fahren, ja. Allerdings empfiehlt sich das natürlich nur auf kurzen Strecken. Wie man sieht, ein sehr kurzer Hintern. Es gibt allerdings auch noch eine Komfortsitzbank zu kaufen, wenn man tatsächlich mit der Maschine auch zu zweit für längere Zeit unterwegs sein möchte. Twin Shocks, Federbeine mit außenliegenden Ausgleichsbehälter, einstellbar über diese Räder mit dem Hakenschlüssel. Stahlschwinge. Man sieht hier auch an den Schweißnähten sehr gut verarbeitet. Scheibenbremse hinten. Dann auch noch ein Stilelement ist hier dieser Nummernschildhalter, der gleichzeitig eine Radabdeckung ist. LED-Rücklicht, kleine Blinker, die wirklich gut aussehen. Die Maschine hat eine sehr, sehr schlanke Linie. Bevor wir ins Cockpit gehen, gucken wir uns mal hier die andere Seite an. Kette, schwarze Aluminiumfelgen, verzinkte Speichen. Der Schalthebel wirklich sehr solide gemacht. Also die Verarbeitung ist wirklich auf hohem Niveau. Sieht überhaupt nicht chinesisch aus. Scheibenbremse vorne. Doppelsättel. Dann die 18 Zoll Räder. Zu den Rädern sage ich dann später noch mal was. Upside-Down-Gabel. Sehr, sehr stabil. Ja. Gehen wir mal nach vorne. Verchromtes Schutzblech. Richtig aus Metall. Na, also kein Plastik. Sieht wirklich sehr gut aus. Kupplungshebel. Ja, der Scheinwerfer ist tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig. Das ist eines der wenigen Details, wo ich mir tatsächlich gewünscht hätte, man hätte hier einfach einen Standard-Rundenscheinwerfer genommen. Aber es ist ein sogenannter Retro-Klassiker oder Neoklassiker, wie auch immer man das nennen will. Das heißt, wir haben eine alte Optik, aber mit größtenteils moderner Technik, und dazu gehört halt auch so ein LED-Scheinwerfer, der so leicht oval ist. Gewöhnungsbedürftig. Bremspumpe. Ja, die Spiegel sind nicht Serie. Und zwar Mondial hat original relativ große Spiegel, verchromte. Die waren mir allerdings zu breit, sodass ich mir hier im Zubehör etwas kleinere Spiegel gekauft habe. Das hat einfach den großen Vorteil, dass man sich im Stau einfach viel besser durchschlängeln kann, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Cockpit ist sehr aufgeräumt. Das ist eine Handyhalterung,
Also wenn ihr euer Handy als Navi benutzen wollt, ja, Instrument. Ja, ein Schwarz-Weiß-Display. Im Prinzip habt ihr den Drehzahlmesser im oberen Bereich und eine digitale Geschwindigkeitsanzeige. Ansonsten Neutralanzeige, Motorkontrollleuchte. Es gibt eine Reserveleuchte für Benzin und ja, eine Wassertemperaturanzeige. Alles in allem ein schönes Instrument, allerdings hätte ich mir auch hier gewünscht, es hätte es auch getan, wenn es einfach ein verchromtes Instrument gewesen wäre und zwar voll analog. Ja, also ich sag mal so, je weniger digitale elektronische Sachen, umso besser. Aber das ist halt so. Neoklassiker. Tankdeckel. Man sieht also, diese ganzen Details hier sind wirklich sehr schön. Das Ganze macht was her. Ja, bevor wir uns jetzt hier so ein paar Details angucken in der kleinen netten Maschine, so ein paar grundlegende Daten, die euch bestimmt interessieren. Wir haben hier einen 250 Kubik Viertaktmotor. Und zwar ist das ein Einzylindermotor von Piaggio. Die Marke Mondial ist ja eine wiederbelebte italienische Marke. Nichtsdestotrotz wird das Teil natürlich in China zusammengebaut. Allerdings erkennt man an vielen Kleinigkeiten, dass ja, die Italiener durchaus da mit im Spiel sind. Ja. Dazu später mehr. Grunddaten weiterhin 23 PS, 149 Kilo vollgetankt, also ein wirkliches Leichtgewicht, 18 Zoll Räder vorne und hinten. Die Maschine, wie ihr seht, hat eine gewisse Scrambler-Optik oder Retro-Optik und genau das war auch der Grund, warum ich mir das Teil gekauft habe. Letzten Endes habe ich ein Motorrad gesucht, mit dem ich zur Arbeit fahren kann und habe so ein bisschen rumgeguckt und habe im Internet gesehen, dass Mondial wirklich nette Motorräder rausgebracht hat, die mich optisch wirklich ja, so ein bisschen auch geflasht haben, weil ich habe lange Jahre mit Motorrädern nicht wirklich mehr was am Hut gehabt. Und ja, ich habe ursprünglich mich interessiert für eine Pagani 300. Das ist das gleiche Motorrad wie hier, mit dem einzigen Unterschied, wir haben eine Vollverkleidung und wirklich optisch ein echter Brecher und bin deswegen zum Händler gefahren und habe mir das Ding mal angeguckt. Dann habe ich mich darauf gesetzt und war ein bisschen enttäuscht, nicht wegen der Optik, sondern weil das Ding einfach zu klein ist. Und ich bin zwar jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber nichtsdestotrotz kam mir das so ein bisschen mickrig vor. Und dann bin ich in dem Showroom ein bisschen rumgelaufen und habe mich auf das Teil gesetzt. Und ich muss sagen, wow, auf den ersten Touch hat es gepasst. Ja, die Maschine hat mich sofort von der Sitzposition her begeistert. Man sitzt mega gut auf der Maschine. Klar ist das Ding auch klein, aber es ist ein absolut cooles Feeling hier auf dem Ding. Der Knieschluss passt und ich kann jedem nur raten, wenn er sich so ein Ding kauft, nicht rein nach der Optik kaufen, sondern definitiv probieren, ob die Sitzposition passt. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, das ist ein netter kleiner Scrambler und ja, gucken wir uns mal die Details an. Kommen wir mal zum Motor. Natürlich ist ein 250 Kubik Viertaktmotor kein Motor, mit dem ihr Bäume ausreißen könnt. Das müsst ihr natürlich wissen, wenn ihr so einen relativ kleinen Motor kauft. Aber ich muss sagen, wenn ihr ihn dreht, also ich rede von circa zwischen 5.000 und 8.000 Umdrehungen pro Minute, dann ist der durchaus sehr spritzig und lebendig. Also ihr müsst immer relativ viel schalten, auch wenn ihr überholen wollt. Gas auf, klack, Gang einlegen. Getriebe funktioniert wunderbar. Also der Motor ist ja, ein recht munterer Geselle. Vor allem, wenn ich ihn so mit meiner Erfahrung vergleiche. Gut, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit 250er Viertaktern. Ich bin mal eine Suzuki GN250 gefahren. Das war wirklich ein ziemlich müder Haufen. Und ich muss sagen, im Vergleich dazu geht das Ding wirklich gut. Sie ist auch spritziger als zum Beispiel eine XT250. Allerdings ist das alles subjektiv. Fakt ist, der Motor macht wirklich Spaß, wenn ihr ihn auf Zug haltet. Das Getriebe funktioniert wunderbar, die Kupplung funktioniert auch gut. Alles in allem ja, ist der Motor wirklich sehr empfehlenswert. Was noch hinzukommt, ist, er ist relativ sparsam. Man muss dazu sagen, bevor ich die Erstinspektionen habe machen lassen, die 1000 Kilometer Inspektionen, hat der Motor im Winter ungefähr 4,2 Liter verbraucht. Das klingt erstmal relativ viel, allerdings hat sich der Verbrauch jetzt im Sommer und nach der ersten Inspektion auf zwischen 3,5 und 3,7 Liter auf 100
eingependelt. Und ich finde, das ist wirklich in Ordnung. Der Tank fast 9,5 Liter. Ich bin den jetzt noch nicht ganz ausgefahren. Zuletzt bin ich 200 Kilometer gefahren, habe dann getankt. Ich muss mal schauen, inwieweit man den Tank leer fahren kann, wie viel man tatsächlich von dem Tankvolumen auch nutzen kann. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden auch mit dem Motor. Eine witzige Anekdote ist, ich habe ja die Maschine gekauft, rein nach Optik. Das heißt, ich habe den Kaufvertrag unterschrieben, bevor ich überhaupt 1 Meter mit dieser Maschine gefahren bin. Also draufgesetzt, passt, sieht wunderbar aus, nehme ich. Als ich die Maschine dann abgeholt habe, ich den Motor eingeschaltet habe, dachte ich erstmal, ist der irgendwie kaputt? Weil der hörte sich so ein bisschen an wie Lagerschaden. Aber ihr habt ja gehört, so ein leichtes Schnarren ist einfach normal. Und es scheint so, dass der Piaggio-Motor schon relativ rauer Geselle ist. Allerdings ist er nicht übermäßig so, dass er euch mit Vibrationen nervt. Er ist halt kernig, aber soll er auch. Und er macht für die Hubraumklasse, also für 250 Kubik, wirklich einiges her. So viel zum Motor. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Bahn oder auf die Strecke und fahren ein bisschen. Und dann gucken wir uns das Fahrwerk an. Ich habe ja bereits erwähnt, dass das Fahrwerk wirklich kaum einen Wunsch offen lässt. Die hinteren Stereofederbeine sprechen sensibel an, sind völlig unauffällig. Auch im Sozius-Betrieb ist die Maschine unglaublich stabil beim Anbremsen in die Kurven hinein. Die vordere Gabel ist sehr verwindungssteif, also man kann mit dieser Maschine wirklich auch richtig angasen und auch größere und teurere Bikes durchaus in der Kurve damit abledern. Ihr dürft nicht vergessen, die Maschine ist relativ preiswert und die Gabel vorne ist nicht einstellbar. Lediglich ist es so, dass bei ganz kurzwelligen Verwerfungen, zum Beispiel einem Gullideckel oder ganz kurzen Kanten, die Druckstufendämpfung der Gabel vorne durchaus etwas sensibler ansprechen könnte. Aber das Gesamtfederverhalten ist wirklich hervorragend. Und genau das ist eigentlich das Entscheidende bei diesem Motorrad. Weniger die Optik, weniger der Motor, aber dieses Fahrwerk macht echt Laune. Und allein aus diesem Grunde macht es wirklich Sinn, die Maschine zu kaufen. Alles in allem bin ich jetzt ungefähr 4000 Kilometer mit der Mondial gefahren. Und ja, wie sieht jetzt mein Fazit aus? Beziehungsweise kommen wir doch erstmal zu dem Punkt, was hat mir weniger gut gefallen an der Mondial. Weniger gut gefallen hat mir zunächst am Anfang die Kupplung, muss ich sagen. Es war eben so, dass wenn ich gekuppelt habe, beziehungsweise versucht habe, den Gang einzulegen, dass es relativ schwierig war, in den Leerlauf immer zu schalten. Ja, das heißt, ich konnte nur mit leicht losgelassener Kupplung den Leerlauf finden. Das hat sich allerdings erledigt nach der ersten Inspektion. Also mit dem ersten Ölwechsel ist es durchaus so, dass der Neutral jetzt wunderbar reingeht. Also dieses Problem war mit der Inspektion behoben. Ja, ansonsten ist das Instrument, ja, es ist funktional, aber ich hätte mir da wirklich was anderes gewünscht, also allein optisch. Aber es ist natürlich funktionsfähig, das ist kein Problem. Die Bremse funktioniert wirklich gut, da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Also man braucht schon etwas Druck, aber sie verzögert sehr gut und das gleiche gilt auch für die Hinterbremse. Was mir noch aufgefallen ist beim Tanken, ist es durchaus so, dass der Tankstutzen hier, also das Loch, ziemlich dünn ist. Das heißt, wenn ihr tankt, fällt durchaus auf, dass die Zapfsäule sich relativ frühzeitig abschaltet. Das heißt, ihr müsst sehr viel mit Gefühl den Tankrüssel reinhalten. Ne, aber wie gesagt, man hätte das etwas größer machen können, das Loch hier, diesen Gummieinsatz, aber es funktioniert natürlich auch so. Nur das ist mir natürlich aufgefallen. Ja, ansonsten gibt es tatsächlich hier keine großen Sachen, die mich an der Maschine stören und das ist wirklich ungewöhnlich. Eine Sache noch, allerdings kann die Maschine relativ wenig dafür. Meine Werkstatt hat leider bei der Auslieferungsinspektion absolut geschlammt.
Das heißt, ich habe die Maschine abgeholt und ich habe zunächst erstmal fast das Nummernschild verloren. Das heißt, die Werkstatt hatte einfach diese ganzen Schrauben hier nicht festgezogen. Ne? Nummernschild war lose, also nach 15 Kilometern. Ich habe das fast verloren. Dann, was noch viel schlimmer ist, die hatten viel zu wenig Luftdruck drauf. Ich hatte gedacht, naja gut, die Maschine ist relativ handlich, aber naja, so ein bisschen schwammig fühlt sie sich schon an. Dann bin ich zur Tankstelle gefahren und habe den Luftdruck kontrolliert und die hatten gerade mal irgendwie 1,2 Bar Luftdruck drauf und es war ein Riesenunterschied, als ich dann den korrekten Luftdruck drauf hatte. Also sorry Werkstatt, das gehört sich definitiv nicht. Das ist auch nicht ungefährlich. Also wenn ihr so ein Motorrad ausliefert, neu, dann muss der Luftdruck stimmen. Ne? Ja, das gleiche gilt auch für die Spiegel. Ich meine, die sind jetzt neu, allerdings die Originalspiegel, die habe ich schon nach 500 Metern fast verloren, weil scheinbar der Mechaniker es irgendwie versäumt hat, die Spiegel festzuziehen. Was aber noch ärgerlicher war, ich glaube nach 100 Kilometern bin ich mit der Maschine liegen geblieben und zwar deswegen, weil der Mechaniker offensichtlich beim Zusammenbauen der Maschine die Batteriepole nicht festgezogen hat. Die Batterie ist hier unter dem Tank, was nicht so besonders gut ist, weil wenn ihr an die Batterie wollt, das dauert schon ein bisschen. Das heißt, ihr nehmt die Sitzbank ab, das geht relativ fix. Allerdings müsst ihr den Tank anheben oder eventuell sogar abbauen, um an die Batterie zu kommen. Wiederum schlampige Arbeit. Der zweite Zwischenfall ist mir ungefähr 1500 Kilometer später passiert. Im strömenden Regen zu Heiligabend bin ich mit der Maschine auf der Autobahn liegen geblieben. Switch, alle Systeme aus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Werkstatt musste mich da wegholen. Haben sie zum Glück auch gemacht. Und diesmal lag es an einer defekten Batterie. Das heißt, die Batterie ist mangelhaft. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass Batterien kaputt gehen. Also, wenn ihr mit dem Gedanken spielt und euch eine Mondial oder vielleicht irgendein anderes relativ preisgünstiges Motorrad kauft, dann rate ich euch direkt, tauscht einfach die Batterie. Anscheinend wird da oft gerne Müll eingebaut. Ja, kommen wir mal zu den positiven Dingen. Also was mich richtig positiv überrascht hat, ist das Handling. Das Handling ist wirklich hervorragend, die Fahrstabilität ist sehr gut und was mich noch viel mehr überrascht hat, sind die Reifen. Das sind CSD-Reifen, also CST, das sind irgendwelche China-No-Name-Reifen, aber trotzdem bieten sie wirklich einen guten Grip und auch in Nässe bei Regen, und ich bin ja wirklich auch im Winter und im Regen gefahren, sind die wirklich vertrauenserweckend. Also das gefällt mir wirklich gut. Auch die Zugänglichkeit vom Motor gefällt mir gut. Wir haben hier das Schauglas, also sehr übersichtlich. Es funktioniert alles so, wie es beim Motorrad funktionieren soll. Ja, soweit zu den Details. Also es gibt nicht wirklich große Dinge, die mich an der Maschine stören. Also die positive Seite überwiegt. Ja, da sind wir wieder zurück und ja, wie ihr gesehen habt, macht es wirklich Spaß mit dem Ding rumzufahren. Also, wenn ihr was Besonderes sucht, also ein Moped, was nicht jeder stehen hat, was Spaß macht, was einen vernünftigen Motor hat, was sehr preiswert ist im Unterhalt, wo das Fahrwerk wirklich richtig klasse ist. Also ihr könnt mit dem Teil richtig spaßig fahren. Ich würde mal sagen, ihr könnt eine Menge Bikes damit abledern in der Kurve. Die Reifen sind wesentlich besser, als man vielleicht glaubt. Ja, alles in allem, ich habe jetzt 4000 Kilometer runter und abgesehen von der defekten Batterie, was vielleicht ein Verarbeitungsmangel ist, letzten Endes auch ein Pfennigartikel, ist die Maschine wirklich zuverlässig. Springt immer gut an, auch im Winter. Also ich bin den ganzen Winter jetzt durchgefahren, immer wieder zur Arbeit auf kurzen Strecken. Der Verbrauch ist wirklich günstig und auch die Versicherung. Also die 250er kostet mich jetzt Vollkasko noch nicht mal 110 Euro im Jahr und das ist echt wenig Geld. Also wenn man was Preiswertes sucht, man hat den großen Führerschein, dann ist das wirklich eine ernsthafte Alternative. Vor allem sieht das Ding richtig klasse aus. Also ich bin bis jetzt zufrieden und ich habe auch Vertrauen mittlerweile in die Maschine und würde mich ganz gerne mal auf eine längere Tour machen. Vielleicht sogar mal richtig weit, ein paar tausend Kilometer. Aber das wird sicherlich dieses Jahr nichts mehr und hoffe, dass die Maschine auch die nächsten Jahre zuverlässig läuft. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Ja, das soll es jetzt gewesen sein für heute. Das war mal ein etwas anderes Video. Ich mache ja sonst eher mehr BMW oder auch was zu meinem VW-Bus. Aber ich dachte, vielleicht interessiert das die Leute. Es gibt eine Menge Reviews zum Thema HPS 125, aber das ist ja die große Maschine. Und
ja, es macht einfach Sinn, sich das mal anzugucken, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich so ein Ding zu kaufen. Bis bald.